In diesen Tagen ist ein großer Freund des deutschen Volkes, der schwedische Forscher Sven Hedin, 80 Jahre alt geworden. Der deutsche Gesandte in Stockholm überbringt im Namen des Führers und des Reichsaußenministers von Ribbentrop die Glückwünsche der deutschen Nation. Der Führer ehrte den 70-jährigen Reichsarbeitsführer Konstantin Hirl durch die Verleihung der höchsten deutschen Auszeichnung. Der Reichsarbeitsführer bei den Arbeitsmeiden einer Scheinwerferbatterie. Reichsminister Hirl überreicht einem an der Front bewährten Arbeitsführer das vom Führer verliehene Ritterkreuz zum Eisernen Kreuz. Die Deutsche Wochenschau besucht Oberst Rudel in einem Luftwaffenlazarett. Darf ich mich nach dem Befinden erkundigen? Ja, mir geht's ausgezeichnet. Das ist fein, Herr Oberst. Ich hoffe nur, dass ich bald wieder fliegen kann, ne? Oh ja, Oberst, das kommt schon wieder. Ja, na, hoffentlich geht's recht schnell. Ich glaube, wir lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Ja, die Meinung von euch Frauen ist da nicht maßgebend. Ja, wir sind froh, wenn du gut aufgehoben bist. Herr Oberst, wie war's denn nun? Ja, es hat mich diesmal also ziemlich erheblich erwischt. Und zwar waren es die ersten Panzer, die über die Oder gefahren sind, und die wollten wir selbstverständlich abschießen. Und wir haben uns jetzt bei den Panzern, die in Deutschland fahren, etwas umgestellt im Verhältnis auf die Abwehrbedingungen, sondern die Leute werden eben grundsätzlich angegriffen. Und hier war die Abwehr ziemlich stark, und beim letzten Anflug auf einen Stalin erwischte mich also eine 4 cm Flak, und Maschine fing an zu brennen, und ich bekam dann diese Beinverletzung. Und ich bin dann noch einige Minuten geflogen und bin auf Eigengebiet ja noch ganz gut runtergekommen. Das Einzige, was mich an meiner Verwundung eigentlich erheblich stört, ist die Tatsache, dass ich im Augenblick in dieser kritischen Situation selbst nicht fliegen kann und meine Kameraden in meinem Geschwader eben allein fliegen lassen muss. In absehbarer Zeit kann ich auch wieder fliegen. Ich nehme an, es handelt sich nur um wirklich ganz beschränkte Zeit. Es kommt ja diesmal nicht auf persönliche Opfer drauf an, sondern wir wollen alle die Zähne zusammenbeißen, diese Opfer gerne in Kauf nehmen, und letzten Endes wird unser Volk, das bisher so tapfer gekämpft hat und die Zähne eben zusammengebissen hat, den endgültigen Sieg erringen. Dieses tapfere Volk, Oberst Rudel, wird auch weiter die Zähne zusammenbeißen. Berliner Volkssturm ist aufgeboten und setzt in unermüdlicher Arbeit die Reichshauptstadt in Verteidigungszustand. Männer, Frauen und Jugendliche wissen, dass ihre Heimatstadt vor einer tödlichen Bedrohung steht. Mit Trotz und Fanatismus sind sie bereit, jede Straße und jedes Haus wie ihr heiligstes Besitztum zu schützen. Auch der Luftterror kann die Menschen nicht in ihrer Gläubigkeit erschüttern. Je größer die Not, umso härter ist ihr Wille. Sie sind entschlossen, ihre Stadt mit äußerstem Fanatismus gegen den Feind zu verteidigen. Mit Hilfe des Schnorchels haben deutsche U-Boot-Torpedos in den letzten 3 Monaten über 500.000 Tonnen feindlichen Nachschubschiffsraumes vernichtend getroffen. Nicht eingerechnet die hohe Zahl der feindlichen Kriegsfahrzeuge. Damit ist der totale Unterwasserkrieg Wirklichkeit geworden. Vom Verlassen des Hafens bis zur Rückkehr operieren die Boote ausschließlich in den Tiefen des Meeres. Mit der völlig geänderten Taktik ist für die Männer an Bord eine Leistung von unvorstellbarem Ausmaß verbunden. Bis zu 12 Wochen ununterbrochen unter Wasser ist der Erfolg ihr schönster Lohn. An den Brennpunkten des feindlichen Seeverkehrs sind unsere U-Boote am Gegner. Die neue technische Verbesserung und der unvergleichlich harte Geist der alten U-Boot-Fahrer haben den technischen Vorsprung des Feindes überholt. In ihren Fadenkreuzen steht der Feind, den ihre Torpedos vernichtend treffen.
Während im Osten der Schicksalskampf um den Bestand der Nation weiter tobt, sind im Westen nunmehr auch auf breiter Front Briten, Kanadier und Amerikaner zum Großangriff angetreten. Zur Abriegelung einer Einbruchstelle werden Reserven auf Panzerfahrzeugen in den Kampf geworfen. Das sind unsere Stellungen an der Röhr, die im Mittelpunkt der Kämpfe stehen. Hinter den Trümmern der Häuser sind Granatwerfer und Geschützstellungen eingerichtet. Von hier aus schlägt den angreifenden feindlichen Divisionen Sperrfeuer entgegen. Bei Jülich gehen deutsche Eingreifreserven zum Gegenstoß über. Wo der Gegner angreift, stößt er auf den verbissenen Widerstand unserer Grenadiere und Fallschirmjäger. Das sind die ersten Aufnahmen der Kämpfer von Budapest, die sich zu den deutschen Sperrlinien im Westen der Stadt durchgeschlagen haben. Viel mehr als Worte vermögen, spiegeln diese Bilder Strapazen und die Härte der Kämpfe wider, die nach dem heldenhaften Kampf in Budapest zwischen dem Tage des Ausbruchs und der Ankunft bei unseren Truppen lagen. Im schlesischen Kampfraum, auf den durch Tauwetter aufgeweichten und verschlammten Straßen, sind Grenadierverbände auf dem Marsch nach vorne. Der Festungskommandant von Breslau bei einer RAD-Flak-Kampftruppe. In diesen von deutschen Truppen wiedereroberten Orten ist jedes Haus von den Grausamkeiten bolschewistischer Soldateska gezeichnet. Geraubte und schon auf Fahrzeuge gepackte Bekleidungsstücke der deutschen Bevölkerung. Die Bestialitäten sind zu ungeheuerlich, als dass alles gezeigt werden könnte, was die Kamera festhielt. Das sind einige Opfer dieser verfluchten Mordbestien. Qualvolles Entsetzen steht noch in den Gesichtern dieser deutschen Frauen. Sie berichten von den Tagen namenlosen Grauens, in denen sie wehrlos den vertierten Horden ausgeliefert waren. Eine ermordete Greisin, Frauen nach der Schändung durch Genickschuss getötet. In unersättlicher Gier durchsuchte und beraubte die sowjetische Soldateska die Wohnungen. Diesen Steppenhorden wirft sich das deutsche Volk entgegen. Die Brücke von Fürstenberg, der Pionier Justus Jürgensen, sprengte sie unter Einsatz seines Lebens. Das ist die Nachrichtenhelferin Erna Hirsekorn. Mit einigen Hitlerjungen rettete sie durch ihren Mut und ihre Tatkraft einen schon verlassenen deutschen Ort. Sie trägt jetzt das Eiserne Kreuz. Kampfraum Frankfurt, unsere Stellungen an der Oder. Der Gauleiter von Berlin, Reichsminister Dr. Goebbels, verschafft sich einen persönlichen Eindruck von den Vorbereitungen zum Abwehrkampf.
Der Minister mit Ritterkreuzträger General der Infanterie Busse. Entlang der Oder haben sich Grenadiere und MG-Trupps eingenistet. Auch am Bahndamm und in der weiteren Umgebung des Odergeländes sind die Stellungen der Infanterie und unserer Batterien. Auf den Eisenbahnstrecken und Straßen, die zur Front führen, rollen an allen Tages- und Nachtstunden die Züge mit Material, Waffen und Männern. Gegen einen örtlich begrenzten sowjetischen Einbruch, der mit starker Panzerunterstützung stattfand, werden deutsche Panzer- und Infanterieverbände eingesetzt. Um die Ortschaften in diesem Raume toben schwere Häuser- und Straßenkämpfe. Sowjetische Panzer haben die angreifenden deutschen Sturmgeschütze erkannt. Sie versuchen, sich in wilder Querfeldeinfahrt in Sicherheit zu bringen. Doch die deutschen Granaten sind schneller. Noch vor Erreichen der Straße werden die Sowjetpanzer vom Feuer erfasst. Einem T-34 riss es den Turm aus dem Rumpf. Andere brennen und qualmen an der Straße, die ihnen Fluchtweg sein sollte. Der Kampf an allen Fronten geht weiter. Sein Träger ist der deutsche Mensch, der sich mit einer in der Geschichte beispiellosen Härte und Verbissenheit seinen Gegnern entgegenwirft.